ist Sonntagmorgen, der 3. Juli, Tag Nummer 69, 5 vor 10 und ich verlasse jetzt gerade Shadowcliff mit Mountain und Lion. Wir haben das Zimmer zusammengeteilt hier. Ja, und ein bisschen problematisches Weiterlaufen, weil es hat da ein bisschen gesperrte Strecken und jetzt müssen wir schauen, wie wir da rauskommen. Aber es wird ja schon irgendwie gehen. Jetzt sind wir ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gelaufen durch den verbrannten Wald da zur Tonahotu Trailhead und hier ist ja der Highway 34 und von hier werden wir wahrscheinlich versuchen, gerade Mitfahrgelegenheit bitte ob sie weiß nicht, 5 Meilen oder so, ist nicht weit. Sonst müssen wir der Straße entlang laufen und das ist nicht so interessant. Also wir haben probiert, Auto zu stöppeln und es hat dann niemand gehalten und dann sind wir ein bisschen gelaufen und dann kommen wir plötzlich zur Zahlstation hier für den Nationalpark rein. Darum hätte ich uns niemand mitnehmen, weil es dürfen da nicht mehr alle rein. Nur die den Tag davor reserviert haben, die landen nur 25'000 Fahrzeuge oder Personen rein. Und nachher ist es fertig. Und darum haben wir viel Käfer da vorne, die Zahlstation. Und wir laufen jetzt einfach, falls noch ein Auto kommt, haben wir gut durch müssen. Aber es sieht nicht danach aus, dass wir dann noch mitgenommen werden. Wenn wir eine Stunde, eine Stunde, eineinhalb müssen wir wahrscheinlich laufen. Oder Straße nehmen. So, es ist jetzt 12:30 und wir sind beim Onahotu Trail angekommen. Und wir haben doch noch Glück gehabt, es hat uns noch jemand mitgenommen. Er hat uns noch etwa gut 45 Minuten gespart. Und jetzt sind wir auf dem Trail, zurück auf dem Continental Divide Trail. Jetzt gehen wir Richtung Bauernpass, wo wir hinten noch werden gerade drüber gehen, auf die andere Seite. Knapp 9 Meilen, nicht ganz 9 Meilen sind das noch. Auf den Pass rauf. Und nachher noch ein bisschen weit ab und irgendwo schauen, wo das Zelt aufschlagen. Für immer eine Begleitung von Mountain und Lion. Ja, Mountain Lion. Ja, noch genau. Jetzt sind wir gerade ein Pärchen Tageswandern entgegengekommen. Mit denen noch ein bisschen geschwätzt. Ich habe etwas erzählen können. Wir können gehen. Und haben sie mir einen Äpfel gegeben. Einen riesigen Äpfel.
ist jetzt 20 ab 2 und ich komme jetzt zu einem Bach. Mountain und Lion hat gesagt, sie wollen den nächsten Bach Mittagspause machen. Das war jetzt hier. Sie sind noch ein bisschen hinter mir. Aber ich mache jetzt hier auch eine Mittagspause. Ein bisschen spät Mittagspause. Aber wir sind ja spät los und haben gut zum Morgen nicht. Und allzu weit sind wir auch noch nicht gelaufen. Fünf ab 3 haben wir jetzt. Und wir haben fertig zum Mittag. Ich laufe jetzt weiter. Ach, Richtung Bauernpass, glaube ich, 2 Stunden. Es ist 20 ab 5 und wir haben es geschafft auf einen Bauernpass. Und wir gehen direkt weiter, weil es hat ziemlich dunkle Wolken hier. Wir haben gar nicht weit müssen, sind wir bei der Baumgrenze unten gewesen. Und kaum sind wir dort gewesen, hat es angefangen zu regnen und wir haben unsere Regensachen montiert. Und ja, im Wald innen geht es noch gut. Die verwitscht sie uns nicht gerade so stark und ich hoffe, dass es gleich wieder nachgeht. Mittlerweile ist 4 ab 6 und es hat etwa vor einer Viertelstunde schon wieder nachgeregnet. Und wir laufen jetzt etwa noch eine Stunde und hoffen, dass wir etwas plötzlich findet, für 2 Zelte aufzustellen. Keine 10 Minuten später und dann hat es schon wieder angefangen zu regnen. Und jetzt sind wir schnell unter ein paar Bäume, machen wir gerade 5 Minuten Pause und schauen, was da los ist. Weil es hat gerade einen Moment ein bisschen fest geregnet. Und es hat auch Blitz vorne, hast du gesehen? Ja, ja. Blitzt und Thunder, das hat's. Ich glaube, wir gehen dann noch ein bisschen. Aber das ist Pipifatz. Was? Ja, das Donnern. Tut nicht so gern wie bei uns. Also mittlerweile ist es schon 20 ab 8. Wir sind schon am Schlafsack. Ja, wir sind nicht mehr viel weiter gelaufen. Das nächstbeste flache Platz haben wir genommen. Wir haben gedacht, das bringe ich nicht mehr. Aber kaum haben wir das Zelt gestellt, dass die Sonne kommt. Wir sind die gleich hergeblieben und haben nachgegessen. Und jetzt gehen wir liegen. Das war das Ende vom Tag 69. Es ist fast 6:15 an dem heutigen Montag, 4. Juli. Mittag 70 auf dem Continental Divide Trail. Mountain und Lion sind sicher schon um 5:30 los. Zu 6 bin ich dann langsam auf. Ich habe dann noch zum Morgen gegessen und sie sind auch nicht zum Morgen los.
Beziehungsweise sie Tage lang etwa um 9 Uhr rum. Heute ist schön Wetter wieder am Morgen. Die Sonne ist gerade vorher über den Gipfel vis-à-vis hin. Ja. Ich würde denken, da wird etwa ein Gewitter vorbeiziehen. Im Verlauf des Nachmittags. Ich hoffe einfach, heute geht es noch auf einen Gipfel rauf, auf einen Parkview Mountain, 3750 Meter. Und ich hoffe einfach, dass ich dann schon am Ablaufen bin, wenn das Gewitter vorbeizieht. Es sind knapp 15 Meilen, 14 Meilen und irgendetwas bis auf den Gipfel. Und ich denke, so auf die 2 sollte ich etwa da oben sein. Ich könnte das gar nicht so schlecht einschlagen. Aber das sehen wir dann. So, es ist 10 vor 1 und ich habe es geschafft. Ich bin oben auf dem Parkview Mountain. Jetzt mache ich hier oben Mittagspause. Dann noch einfach bin ich auch der Passstraße, sieht man. Da aber sieht es nicht so toll aus da hinten. Dunkle Wolken.
ist 1:15. Ich habe jetzt Mittag ein bisschen abgeschlungen. Mache mich jetzt am Abstieg vom Parkview Mountain, weil ich gehe unter. Und da hinten sieht es schwarz aus und ich will ein bisschen runter. Da will ich nicht hier oben sein, wenn das Gewitter über die herzieht. Dann gehe ich jetzt möglichst nicht sein. Ich darf glaube ich nicht zu fest passieren, es zieht nachher rechts weg. Gut, viel besser sieht es links auch nicht aus. Es ist 20:05 und ich bin gerade angehockt. Eine Viertelstunde. Ich habe schnell die Schuhe abgezogen und Karate studiert. Also das nächste Wasser ist noch 4 Meilen weg. Ich hoffe, es hat vor dann etwas. Da oben hat es noch ein bisschen Schnee, vielleicht, dass da irgendetwas hat, weil ich habe fast kein Wasser mehr. Ich habe mich da ein bisschen vertan, habe nicht auf die Karte geschaut. Ja. Ich habe jetzt Wasser gefunden. 2 Meter weiter, als ich Pause gemacht habe. Am Hang unten hat es 3 Schneefelder gehabt. Und bei einem ist gerade schön viel Wasser gekommen, wo man mit der Flasche fassen konnte. Ein Problem weniger. Das andere ist, ich bin ziemlich auf der Schnur. Es ist jetzt 7:45 und ich mache jetzt Schluss für heute. Ich habe einen guten Campingplatz, Zeltplatz gefunden. Und hier nicht passiert es jetzt zum ersten Mal, dass ich wieder an dem gleichen Ort campiere wie vor 4 Jahren. In all diesen Nächten ist das zum ersten Mal. Vor 6:30 an dem heutigen Dienstag, 5. Juli. Ich starte jetzt seit Tag 71.
Ja, es ist jetzt 19 Meilen bis zum Highway 14. Und von dort würde ich Auto stöppeln. Aber vielleicht muss ich zweimal Auto stöppeln. Vom Highway 14 zum Highway 40 und vom Highway 40 nach Steamboat. Ja, 19 Meilen. Ich bin jetzt ein bisschen verrinnt durchgestanden. Ein bisschen. Damit ich zu einer anständigen Zeit zum Highway 14 komme. Dass ich es dann noch schaffe ab auf Steamboat. Es ist 10 ab 11 und es tröpfelt leicht. Aber ich laufe weiter, solange es nicht stärker wird. Und so stehe ich gerade Schützli unter den Bäumen. Das Mittag war ja auch schon fast. Nachher könnte ich dann das Mittag essen, wenn ich ein gutes Platz finde. Ja, es war nicht so viel Spezielles heute. Die ersten 5-6 Meilen sind noch auf dem Wanderweg und seitdem ist eigentlich Schotterstrasse. Man kommt einfach gut vorwärts, das ist das Positive. Aber sonst ist es recht langweilig. Ich bin jetzt gerade da ein bisschen ins Wald rauf. Es hat gerade für einen Moment ein bisschen stärker aufregnet. Da dachte ich, jetzt mache ich auch gleich Mittagspause. Jetzt wäre wieder ein bisschen Sonne draussen. Ich glaube, jetzt warte ich, mache Mittagspause. Schauen, was das Wetter so macht. Einfach gerade die schwarze Wolke da, die vor mir ist, noch ein bisschen abwarten. Es ist 10 vor 12 und ich habe gesagt, ich gehe jetzt. Es tut jetzt wieder ein bisschen leicht regeln. Aber es sieht nicht so schlecht aus dem Himmel. Es ist da der Ende Ruf hinter mir. Ich will jetzt gerade noch schnell das Bächlein ab. Gerade den Schweiß für die letzten 2,5 Tage abwaschen. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer für die mich nicht mitnehmen im Auto. Mucke, haben Sie auch schon gemerkt, dass ich baden bin. Ich habe das Muckenmittel abgewaschen. Und sobald der Halt ist, attackiere ich die wieder. Das heisst, entweder nicht anhalten oder wieder Muckenmittel anstreichen.
Dort unten wäre der Highway 14. Es ist jetzt Viertel ab 1 und ich komme jetzt gerade zum Highway 14 an. Fast 2 Stunden versuche ich jetzt Auto zu stoppeln. Kein Erfolg. Es kommen auch nicht allzu viele Autos, aber die kommen, die schauen nur blöd oder die winken zu sau blöd. Und vor allem fahren jetzt sehr schnell hier vorbei. Hier, ich laufe jetzt. Der Himmel wird immer dunkler. Ich habe gehofft, es wird im Dorf zu sein, aber es sieht heute ganz schlecht aus. Und da wieder einer, aber Aussichten auf Erfolg. Etwa gleich noch. Jetzt ist es 3:30 und ich bin beim Highway 40 gekommen. Es hat mich doch noch jemand mitgenommen. Eine junge Gruppe, 5 Junge, die sind zelten. Die sind jetzt vom Highway und die haben mich jetzt mitgenommen bis zum Highway 40. Jetzt laufe ich den Highway 40 auf. Und währenddessen dann ich noch steppeln